arbeiten. Wenn es draußen komplexer wird, brauchen wir Teams, die gut miteinander arbeiten, die Informationen, die uns vielleicht die KI reinspült, verarbeiten, schauen, was können wir daraus machen, neue Lösungen erarbeiten. Und deswegen braucht es auch sowas Profanes wie Empathie, gut zusammenarbeiten können. Ein Growth Mindset heißt, ich kann es vielleicht noch nicht, ich kann es lernen. Ich mache vielleicht einen Fehler, aber ich lerne aus dem Fehler. Und das sind so zwei Haltungen, die super wichtig sind, gerade in einer Welt, in der es viele neue Technologien gibt, viele neue Prozesse, Themen auf einen einströmen. Keine Angst zu kriegen, zu sagen, oh, ich bin nicht perfekt oder ich weiß nicht genau, was ich mache, sondern zu sagen, oh, interessant, ich probiere es mal aus und gucke, wie weit ich komme. Willkommen bei Coachgeflüster, dem Podcast des Ingwer-Instituts für Coaching. Ich bin Melina Liebler, Ingwer-Karrierecoach und heute sprechen wir über die Arbeitswelt von morgen und darüber, welche Fähigkeiten wir brauchen, um in ihr auch handlungsfähig zu bleiben. Denn KI, neue Rollen und veränderte Aufgaben prägen längst unseren Alltag. Die Arbeitswelt verändert sich, ob wir es wollen oder nicht. Und die spannende Frage ist eigentlich, warten wir ab, was auf uns zukommt, oder gestalten wir aktiv mit? Heute begrüße ich Dr. Urte Hottje. Sie ist Karrierecoach, HR-Expertin und lehrte am Zentrum für Schlüsselkompetenzen der Leibniz-Universität Hannover. Sie ist außerdem Autorin des Ratgebers Jobskills 2030, dein Upgrade für die Arbeitswelt von morgen. Gemeinsam klären wir, welche Future Skills wirklich zählen, warum Lernen mehr bedeutet als reine Weiterbildung und warum der Human Touch, also die menschliche Komponente in einer digitalen Arbeitswelt, viel wichtiger ist als je zuvor. Und wir schauen ganz praktisch darauf, wie ihr konkret starten könnt, um eure berufliche Zukunft aktiv zu gestalten. Hallo Urte, schön, dass du da bist. Hallo Melina, danke, dass ich dabei sein kann. Ich starte direkt mal mit einer Frage, die vielleicht das Ganze ein bisschen aufbricht. Urte, wenn du jetzt auf die Arbeitswelt 2030 blickst, was ist denn für dich der größte Irrtum, wenn wir über die Jobskills der Zukunft sprechen? Also der größte Irrtum oder die größte Vereinfachung, lass uns das mal lieber so formulieren, ist, dass technologische Skills, KI, Digitalisierung das Nonplusultra sind und wir uns einfach nur auf dieses Thema konzentrieren. Denn das ist viel zu kurz gefasst. Also darüber sprechen wir dann eigentlich genau, was heißt es denn noch? Und die Arbeitswelt verändert sich ja gerade auch spürbar. Wir haben es schon im Intro gehört, ne? Wir haben KI, neue Rollen, veränderte Anforderungen, mehr Unsicherheiten prägen teilweise auch viele Berufsfelder. Lass uns vielleicht zum Einstieg nochmal sortieren, was passiert denn gerade und warum sollten wir denn überhaupt über Jobskills 2030 sprechen? Also es wird wilder da draußen, um das mal zusammenzufassen. Es gibt ja diese Stichworte VUCA und BANI, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Und das greift natürlich auch in den Arbeitsmarkt und die Arbeitsrealität mit ein. Das heißt, wenn ich jetzt mal auf einen Konzern blicke, gab es sehr klare Karrierepfade, sehr stabile Karrieren, lange in einem Unternehmen sein. Die Stufen waren eigentlich vorgegeben oder haben sich organisch ergeben und es war eine gewisse Stabilität dort. Und die ist nicht mehr gegeben oder die wird immer weiter bröckeln. Deswegen ist es sinnvoll, sich mit dieser ganzen Thematik auseinanderzusetzen und zu schauen, wie kann ich selbstwirksam werden in dem, was da gerade passiert. Ja, wir haben dazu übrigens auch weitere Podcast-Folgen von Ingwer. Also falls ihr euch darüber interessiert, Stichwörter sind so VUCA-Welt, BANI-Welt. Da haben wir auch noch einige Podcast-Folgen zu. Du sprichst ja gerade von Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung. Was bedeutet das denn in so einer unsicheren und komplexen Arbeitswelt, wie du sie gerade beschrieben hast, selbstwirksam zu sein und zu bleiben? Das heißt, ich verlasse mich nicht darauf, dass mein Arbeitgeber mir alles vorgibt im Hinblick auf, das ist mein Karrierepfad, das ist mein sicherer Weg oder Pfad, den ich die nächsten 15 Jahre weitergehe. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass mein Arbeitgeber mir alle Weiterbildung bezahlt, mir die ganzen Skills, die ich brauchen werde, tatsächlich dann auch antrainiert. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass mein Jobprofil, das ich heute habe, in 2 Jahren, in 3 Jahren immer noch dasselbe sein wird, weil sich Dinge einfach so rapide verändern.
Ja, da schreibst du ja auch ganz viel in deinem Buch drüber. Ich halte es mal in die Kamera, im Intro schon angekündigt. Da habe ich auch ganz viel über diese abwartende Haltung gelesen, im Gegensatz zum Selbstgestalten. Kannst du da noch mal was drüber erzählen? Auf jeden Fall. Also wir können mal das Beispiel Karriereplanung uns einfach rauspicken, um das zu schauen, was heißt das denn im Hinblick auf Selbstwirksamkeit, Selbstverantwortung. Ich kann abwarten, bis es meinen Job nicht mehr gibt, bis mein Arbeitgeber sagt, du musst jetzt was anderes machen, oder ein Agent oder Bot hat einen Job übernommen, oder ich stelle fest, ich bin gar nicht mehr in der Lage, meinen Job auszuführen, weil mir gewisse Skills und Fähigkeiten fehlen. Und ich bin so in der abwartenden Haltung. Oder ich kann sagen, hey, ich bin selbstwirksam und ich schaue schon mal, wie entwickelt sich denn der Bereich, in dem ich gerade bin? Was sind denn eigentlich die Themen, die ich spannend finde? Wo möchte ich mich denn weiterentwickeln? Wo kann ich mich weiterentwickeln, um sozusagen immer einen Schritt voraus zu sein und zu schauen, ich habe schon eine Idee und kann antizipieren, was könnte das nächste für mich sein, mich mal auszuprobieren, neugierig zu sein, was ist denn da sonst noch? Mhm. Das heißt, wir kommen in so eine Haltung, Veränderung wird ohnehin passieren, und dann sich selbst zu fragen, welche Kompetenzen brauche ich denn in meinem Bereich, um diese Arbeitswelt, in der ich gerade bin, auch wirksam zu bleiben, richtig? Mhm. Genau. Also es ist so, einmal zu schauen, welche Kompetenzen brauche ich, und auch zusätzlich zu schauen, wo gibt es vielleicht für mich Chancen? Denn dadurch, dass es volatiler wird, Dinge sich schneller verändern, wir eine andere Schlagzahl haben, bieten sich natürlich auch Möglichkeiten, in Bereichen zu landen, wo man sagt, hey, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, vor 5 Jahren da mal reinzuschauen. Und das gibt natürlich auch Opportunities, wenn ich das mal so auf Neudeutsch sagen darf, die sich für mich ergeben, wenn ich strategisch an die Sache herangehe und mit offenem Blick. Ja, ich denke jetzt nochmal zurück an das, was ich in deinem Buch gelesen habe. Da sprichst du ja auch von diesen Future Skills. Das gehört ja eigentlich auch dazu, richtig? Ja. Und das klingt ja erstmal so total groß, und viele denken ja sofort an so digitale Fähigkeiten oder jetzt ist alles nur noch KI. Ich muss ganz viel im KI-Bereich wissen oder mich da weiterentwickeln, was bestimmt auch nicht falsch ist. Aber welche Skills werden denn wirklich wichtiger deiner Meinung nach, und welche sind vielleicht auch wirklich unterschätzt gerade? Also machen wir uns nichts vor, KI kommt massiv und da kommen wir nicht dran vorbei. Und das impliziert auch, dass wir andere Dinge auch können müssen. Denn wenn die KI uns Dinge abnimmt, Routinearbeiten, müssen wir besser werden in kognitiven Fähigkeiten, das heißt Problemlösungskompetenz, in Kreativität. Denn wenn ich Daten habe, Analyse habe, die mir die KI abnimmt, muss ich ja was Sinnvolles mit den Ergebnissen machen, um Mehrwert zu schaffen. Das heißt, da muss ich meine kognitiven Skills weiter ausbauen. Und dann gibt es die Soft Skills, denn wir müssen in einer vernetzteren Welt mehr miteinander arbeiten. Wenn es draußen komplexer wird, brauchen wir Teams, die gut miteinander arbeiten, die die Informationen, die uns vielleicht die KI reinspült, verarbeiten, schauen, was können wir daraus machen, neue Lösungen erarbeiten. Und deswegen braucht es auch sowas Profanes wie Empathie, gut zusammenarbeiten können. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, das Lernen. Ja, das Lernen, da ist ja, glaube ich, auch ein ganzes Kapitel drüber. Du hast jetzt viele Dinge angesprochen. Wenn du sagst, einmal Problemlösungskompetenz, dann aber auch sowas wie soziale Kompetenzen wie Empathie, Kommunikation, Beziehungsgestaltung. Kannst du da noch mal ein bisschen ausführen, wie die sich auswirken auf diesen Arbeitsbereich? Oder kannst du da vielleicht auch noch mal ein paar Beispiele nennen, damit man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann? Kann ich gerne machen. Also fangen wir mal mit dem Empathie an, mit dem Begriff Empathie. Wenn ich jetzt vorher, und ich mache das mal bewusst schwarz-weiß, um das so ein bisschen zu illustrieren, wenn ich vorher eine Tabelle erarbeitet habe und ich habe 3 Tage gebraucht pro Monat, um diese Excel-Tabelle hübsch zu machen, Daten zu sammeln, dann kann die KI das vielleicht in 5 Minuten, wenn ich ein bisschen Input gebe. Das heißt, ich habe 3 Tage Zeit, was Sinnvolles mit meiner Zeit zu machen. Und das werde ich höchstwahrscheinlich mit anderen Abteilungen machen oder mit anderen Menschen aus meinem Bereich, wo ich schauen muss, was machen wir denn mit den Daten? Was sagt uns das?
Wie können wir unterschiedliche Bereiche miteinander verknüpfen, um ein besseres Verständnis zu kriegen? Das heißt, ich komme gar nicht darum herum, mit Menschen zu interagieren, mit anderen zu interagieren. Und da braucht es diese Empathie und da braucht es diese Problemlösungsfähigkeit, damit wir gemeinsam mit den Daten, die uns die KI liefert, Mehrwert schaffen und Lösungen generieren, die das Unternehmen letztendlich weiterbringen. Danke für die Ausführungen. Du hast ja eben auch schon über das Lernen gesprochen. Das ist ja ein ganz zentrales Thema in deinem Buch. Diese ganzen Kompetenzen, die du eben genannt hast, die entstehen ja auch alle nicht auf Knopfdruck. Und da hast du ja auch schon gesagt, ne? Also wir sind nicht mehr vom Arbeitgeber oder dürfen uns nicht mehr auf den Arbeitgeber verlassen. Wie lernen denn Menschen diese Skills und wie kann ich das vielleicht in meinen Arbeitsalltag integrieren? Also es gibt ein ganz einfaches Modell, das 70-20-10-Modell, das in der Weiterbildung eigentlich gang und gäbe ist, das aber nicht überall bekannt ist. Deswegen würde ich das gerne ausführen, weil uns das so ein bisschen entspannter werden lässt. Denn das Modell sagt eigentlich, 10% des Wissens oder der Skills, die ich mir aneigne, kriege ich durch Weiterbildung, durch Trainings. Das kann mein LinkedIn Learning sein oder das kann ein YouTube-Video sein oder ich höre einen Podcast zum Beispiel oder schaue mir ein YouTube-Video an. Und dann haben wir 20%, das nennen wir soziales Lernen, wo ich einfach mich vielleicht mit einer Kollegin zusammensetze, von der ich weiß, die kann das schon. Vielleicht geht es zum Beispiel darum, die kann super gut prompten oder kann einen Agent bauen. Und ich setze mich einfach mal daneben und lasse mir das von ihr erklären und probiere das aus. Und dann haben wir den Riesenbereich von 70%, der ist Learning by Doing. Einfach mal ausprobieren. Wenn ich weiß, dass ich noch ein Gap habe oder eine Lücke im Projektmanagement, ganz profan, wo ich sage, okay, Projektmanagement kann ich noch nicht so gut, dann kann ich mich ja bewusst in ein Projekt reinwählen lassen, in ein Projektteam, wo ich sage, okay, so schaue ich mal, was heißt es denn eigentlich, in einem Projekt zu arbeiten, mitzuarbeiten und bekomme da schon mal erste Skills, nur indem ich ganz normal mitarbeite. Das ist ja auch dann wieder die Haltung, von der du am Anfang gesprochen hast, ne? Mit dieser Offenheit und sich auch irgendwie neu auszuprobieren und da weiter mal zu gucken, wo geht's denn hin oder was kann ich denn vielleicht noch in meinem Bereich ausprobieren. Und da sprichst du ja auch nochmal davon, also die Haltung, die wir vielleicht auch früher hatten, ne? Wir brauchen Seminare, wir brauchen Zertifikate, wir brauchen ganz formale Weiterbildung mit einem Stempel drauf. Das heißt, da ist ja irgendwie ein anderer Begriff von Lernen, den du ja auch gerade schon beschrieben hast, den wir mit in den beruflichen Alltag nehmen können. Es geht aber ja beim Lernen auch nochmal mehr als um auszuprobieren, weil du schreibst ja auch, es geht auch darum, nicht nur Sachen neu lernen zu können, sondern auch verlernen zu können oder umlernen. Kannst du da nochmal ausführen, wie sich das ergibt und wie sich das im Arbeitsalltag eben auch auswirkt? Also gerade wenn man schon 2-3 Jahre oder doch mehr im Beruf ist, dann lernt man Tools. Wie, ich nehme jetzt mal das Beispiel Excel-Tabelle. Früher hatte man eine Excel-Tabelle und da gab es Excel-Künstler, die konnten mit tollen Formeln Magic machen. Das braucht es jetzt nicht mehr. Jetzt gilt es darum, zu schauen, wie kann ich die KI nutzen, mir den Job abzunehmen. Das heißt, nicht zu gucken, wie kann ich in dem, was ich gut kann, noch besser werden, sondern welche Lösung gibt es da draußen, die meinen Job vielleicht schneller und effizienter umsetzen. Ja, da spricht ja auch diese Haltung mit rein, ne? Wohin entwickelt sich mein Bereich und wie kann ich mir das Leben und meinen beruflichen Alltag eigentlich einfacher machen? Und dann habe ich ja auch wieder Raum für andere Dinge. Du sprichst ja auch von diesem sogenannten Growth Mindset. Was bedeutet das konkret? Das ist mein Lieblingsthema, weil es eigentlich alles beschreibt, was es braucht, um da draußen erfolgreich zu sein. Und Growth Mindset heißt, ich kann es vielleicht noch nicht, ich kann es lernen. Ich mache vielleicht einen Fehler, aber ich lerne aus dem Fehler. Und das sind so zwei Haltungen, die super wichtig sind, gerade in einer Welt, in der es viele neue Technologien gibt, viele neue Prozesse, Themen auf einen einströmen. Keine Angst zu kriegen, zu sagen, oh, ich bin nicht perfekt oder ich weiß nicht genau, was ich mache, sondern zu sagen, oh, interessant, ich probiere es mal aus und gucke, wie weit ich komme. Und wenn ich irgendwo
merke, es geht nicht weiter, gucke ich, kann ich mit einem anderen Weg vielleicht besser werden. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil davon, von so einem Selbstoptimierungsdruck. Ich kriege aber auch immer wieder im Coaching mit, dass dann super großer Druck entsteht, mit dieser schnellen Welt mithalten zu können und irgendwie immer gerne schon on top of things und eigentlich einen Schritt voraus zu sein, was ja teilweise gar nicht immer möglich ist. Wie vermeidet man sowas deiner Meinung nach, dass man da in so einen Riesendruck kommt, sich immer weiter selbst optimieren zu müssen, um in dieser Welt mithalten zu müssen oder zu können? Ich glaube, indem man einfach bei sich bleibt und sich gut kennt und weiß, was ist mir denn eigentlich wichtig. Und das ist so ein weiteres Stichwort, das im Buch thematisiert wird, das Thema Purpose. Kleines Wort, große Bedeutung dahinter. Wenn ich weiß, was mir eigentlich im Leben wichtig ist, wofür ich eigentlich antrete, kann ich mit einer größeren Gelassenheit Dinge um mich herum geschehen lassen, weil ich nicht auf jeden Trend aufspringen muss, weil ich nicht auf jeden Zug mitmachen muss, sondern ich kann schauen, was sind eigentlich die Themen, was ist der Weg, den ich gehe, und dann bewusst vielleicht auch mal 1, 2 Dinge nicht mitzugehen und sich auf das zu konzentrieren, von denen ich sage, das bringt mich wirklich weiter. Und das kann in der Karriereplanung auch mal sein, zu sagen, vielleicht ist es nicht der nächste Schritt nach oben, Thema Selbstoptimierung, höher, schneller, weiter. Vielleicht ist es auch mal ein Schritt nach links oder rechts oder nach diagonal unten, was auch immer, wenn man sich das als Karrieregitter vorstellt, um zu sagen, ich weiß, wo ich hin will, was mich antreibt, was mich zufrieden macht und wo ich wirklich auch einen Mehrwert stiften kann. Und dann muss ich dieses höher, schneller, weiter und immer besser werden nicht mitgehen, sondern ich schaue, wie werde ich immer besser in dem, was mich wirklich antreibt. Du sprichst jetzt gerade von diesem Karrieregitter im Gegensatz zu der Karriereleiter, die wir klassisch früher hatten und auch immer noch teilweise haben. Kannst du da noch mal ein konkretes Beispiel geben, was zum Beispiel ein Schritt nach rechts oder links oder diagonal wäre? Also ich kann ja mich mal als Beispiel nehmen, dann muss ich kein Fingerpointing machen. Also ich bin promovierte Chemikerin und ich bin jetzt in der HR-Abteilung. Und das ist vielleicht so ein Beispiel dafür, zu schauen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig gewesen. Und als ich gefunden habe, was ist eigentlich mein Purpose, nämlich Menschen in ihr Potenzial zu bringen und sie entfalten zu lassen, habe ich einen lateralen Move in die HR-Abteilung gemacht. Vom Vertrieb, Marktforschung in den HR-Bereich. Und das ist sowas, wo man sagt, okay, ist jetzt kein Karriereanstieg nach oben, aber war für mich sehr, sehr wertvoll und war genau der richtige Schritt. Und das ist vielleicht so ein Beispiel dafür zu schauen, wie kann ich denn das, was mir wirklich wichtig ist und wo ich gerne hin möchte, realisieren, ohne dass ich dieses höher, schneller, weiter immer im Kopf haben muss. Das kann man natürlich auch super im Coaching machen. Wie bist du denn dahin gekommen? Also du sagst ja, du kommst eigentlich aus einem anderen Bereich. Hast du dir das selber erarbeitet und wenn ja, wie? Oder warst du in Begleitung? Also das Gute ist ja, dass ich auch Karrierecoach bin und mich quasi selbst gecoacht habe. Und bei mir lief das viel über das Thema Wertearbeit, wirklich zu schauen, was ist mir wirklich wichtig und auch mit sich selbst auszumachen, wie stark darf mein Ego sein. Denn natürlich ist es toll, wenn man einen spektakulär wichtigen Jobtitel hat, wenn man mit den großen Kindern mitspielen kann, wenn man einen großen Dienstwagen hat. Und dann für mich zu schauen, ist es mir das wert oder was ist eigentlich das, was ich in dem wirklich für mich erreichen möchte? Und dann habe ich dieses Thema gefunden und dann war es für mich total klar zu sagen, ja, eigentlich brauche ich diesen großen Status nicht, ich brauche nicht diese große Bühne, ich brauche nicht mehr dieses höher, schneller, weiter. Das habe ich in anderen Phasen meiner Karriere schon hinter mich gebracht, sondern zu schauen, was ist eigentlich das, was mich glücklich macht und mich ausfüllt. Es war also wie so ein Check-in nochmal, um eigentlich auf die Basis zu schauen, was macht mich aus, was ist mir wichtig und wie kann ich das in meinen Alltag, aber auch Joballtag integrieren und wie könnte das aussehen? Ja, spannend. Falls ihr da draußen genau in der gleichen Situation seid oder nochmal das Gefühl habt, ihr müsst ein Check-in machen, bei Inqua ist es natürlich genau das, was wir gerade machen mit dem biografischen Ansatz. Und wir schauen auch sehr bewusst auf Werte, weil die ja auch wieder Auswirkungen darauf haben, in welchem Umfeld möchte ich denn überhaupt arbeiten und wie möchte ich zusammenarbeiten.
und welche Branche ist das? Und das ist immer ein großer Aha-Effekt im Coaching, das mal so zu betrachten. Danke, Urte. Danke, dass du auch von deinem persönlichen Weg erzählt hast. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen zurückspulen oder zumindest darauf verweisen. Du hast ja am Anfang darüber geredet, ne, einmal zu gucken, was kann ich denn? Wie kann ich meine Skills erweitern? Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, ne, mit den verschiedenen Prozentanteilen, dass man natürlich eine Weiterbildung machen kann, dass man sich von KollegInnen inspirieren lassen kann oder sich was beibringen kann oder Learning by Doing. Du hattest aber am Anfang auch noch darüber gesprochen, ja, sich mal Gedanken zu machen, wie entwickelt sich denn meine Branche? Wie würdest du starten oder was würdest du jetzt den Hörenden, die da jetzt zuhören, mitgeben? Wie kann man das überlegen für sich in seiner Branche und wo man gerade ist? Also ich würde mit offenen Augen und Ohren einfach durch die Welt gehen. Jetzt keine Panik mache. Du musst auch keine Marktforschung betreiben als Zweitjob, um zu schauen, dass du immer alle Trends aus deinem Bereich mitbekommst, sondern einfach zu schauen, wie entwickelt sich das und auch intern mal hinzuhören, welche Themen sind denn jetzt auch im Hinblick auf Unternehmensstrategie oder Bereichsstrategien Themen, die Relevanz gewinnen. Welche Themen sind vielleicht nicht mehr relevant? Wie merke ich denn, wenn ich mein Umfeld angucke, wenn ich auch offen im Gespräch bin mit Bekannten und Freunden und Familie, die ja auch in anderen Unternehmen arbeiten, was sind denn da vielleicht für Themen? Was entwickelt sich denn da? Und dann, wenn man merkt, da ist ein Thema, da könnte ich mich mal ein bisschen mehr informieren, da dann einfach mal ein Buch lesen, einen Podcast hören und einfach zu schauen, ist das vielleicht ein Thema, wo ich ran darf, wo ich mich ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen möchte. Also genau, ist ja eigentlich auch genau das, was ihr vielleicht gerade tut, diesen Podcast hören und danach rausgehen und vielleicht etwas damit tun. Wir sprechen ja auch gleich noch ein bisschen mehr über konkrete Dinge, die man vielleicht angehen kann oder haben darüber auch schon gesprochen. Das ist ja so eine Mischung auch von einer persönlichen Ebene. Was ist mein Purpose? Wo will ich hin? Was sind meine Werte? Ähm, Welche Kompetenzen habe ich vielleicht auch selber Lust auszubauen? Was könnte mir helfen? Dann aber auch natürlich so auf so einem anderen systemischen Blick, so die organisatorische Ebene oder was macht meine Branche? Wir haben ja jetzt auch sehr stark immer darüber geredet, was machen wir denn jetzt persönlich? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Was kann ich machen? Da werden wir auch bleiben. Aber wir haben ja auch noch einen spannenden Bereich, die andere Seite, nämlich wenn es um Recruiting geht und Menschen anschauen. Und da bist du ja auch Expertin und bist ja auch selber Recruiterin, richtig? Oder Also ich bin Führungskraft, die Leute einstellt. Also ich checke Lebensläufe, um zu gucken, dass wir die richtige Person finden und arbeite dann natürlich intensiv mit Recruiting zusammen. ja, und das finde ich super spannend. Kannst du vielleicht mal uns mitnehmen in die Praxis, wie du denn jetzt auf Lebensläufe guckst, mit all dem Hintergrundwissen, was wir schon besprochen haben, mit der Welt, die sich ganz stark verändert, KI, aber auch diesen Kompetenzen, die du eben ja beschrieben hast, neben KI und digitalen Kompetenzen, Empathie, Lernen und die anderen Stichwörter. Wie schaust du auf Lebensläufe? Also für mich ist ein Kurzprofil oder ein Anschreiben eigentlich Pflicht, weil ich da noch mal ein bisschen mehr über den Kandidat, die Kandidatin rausbekomme als pure Zahlen, Daten, Fakten aus dem Lebenslauf, weil für mich auch immer die Haltung wichtig ist. Nicht nur, was hat die Person gemacht, sondern warum möchte die den Job haben? Was ist besonders an der Person? Was ist der Mehrwert? Haben die sich auseinandergesetzt mit der Stelle? Und das merkt man natürlich eher in so einem Kurzprofil und in einem Anschreiben, als wenn man nur den puren Lebenslauf hat. Also das sind so Zusatzinfos, die für mich eine große Rolle spielen, wenn ich entscheide, lade ich die Person ein oder eher nicht. Und dann schaue ich mir natürlich den Lebenslauf an und finde, das ist jetzt natürlich auch meine subjektive Wahrnehmung und basiert auf den Stellen, die ich besetze, wo ich jemanden brauche, der eine große, starke Perspektive hat in unterschiedliche Unternehmensbereiche. Ich schaue mir immer die Leute an, haben sie seit 20 Jahren denselben Job im selben Unternehmen gemacht, dann sind sie für mich nicht wirklich interessant. Sondern für mich ist spannend, dass es
Wechsel gab, dass sie sich weiterentwickelt haben, vielleicht mal im operativen Geschäft waren, jetzt eher in einem strategischen Bereich, dass sie vielleicht mal Unternehmen gewechselt haben, die Branche gewechselt haben. Und das ist für mich relevant, weil ich dann weiß, sie haben unterschiedliche Dinge kennengelernt, unterschiedliche Unternehmenskulturen, hatten unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Business. Einmal aus der operativen Sicht, einmal aus der strategischen. Und das macht so ein Profil für mich natürlich in meinem Kontext Learning and Development und Change viel interessanter. Das heißt eigentlich auch hier wieder dieser klassische Blick von einem stringenten Lebenslauf, den wir früher mal hatten und in manchen Organisationen auch immer noch so ist, geht hin zu eher Brüche, Umwege, Übergänge sind total interessant, weil da Zukunftskompetenzen ersichtlich werden. Wie kann man denn diese Kompetenzen, von denen du auch eben gesprochen hast, gut in einem Anschreiben oder Lebenslauf verpacken? Also wenn du mal vielleicht ein Beispiel nennst, woran siehst du das neben diesen, ich habe verschiedene Branchen oder verschiedene Abschnitte in meinem Lebenslauf gehabt und nicht immer die eine Stelle bei einem Unternehmen. Was gibt es noch, worauf du achtest? Oder wie kann man Dinge gut verkaufen? Also gerade bei Quereinsteigern, und ich schreibe auch immer in meine Stellenausschreibung Quereinsteiger explizit willkommen, ist mir natürlich wichtig, dass eine Argumentation da ist, warum möchte die Person aus einem anderen Bereich in meinen Bereich. Und das muss stichhaltig sein. Und ich lasse mich sehr gerne überzeugen und bin manchmal auch begeistert von dem, was ich in einem Anschreiben lese oder in einem Kurzprofil. Und ja, ich merke, ob das KI generiert ist oder ob das aus dem Herzen geschrieben ist. Ja. Und das ist mir einfach wichtig, zu schauen, hat die Person sich damit auseinandergesetzt, warum sie eigentlich dahin möchte, oder ist das einfach eine gestreute Bewerbung unter vielen, um irgendwie einen Job zu kriegen? Und das liest und hört man einfach daraus, wie die Person sich mit dem Job auseinandergesetzt hat. Und da braucht es ein bisschen mehr Kontext, gerade im Kursprofil oder Anschreiben. Also auch diese Argumentation seines eigenen Purpose und den Weg dorthin. Wenn wir vom Lebenslauf mal dann ins Bewerbungsgespräch gehen, was fragst du denn da so, um zu wissen, was du brauchst, um diese sogenannten Future Skills abgedeckt zu haben, die du bei deinen Profilen, die du suchst, findest? Also ich gehe viel in Szenarien, weil ich ja weiß, welche Situationen auf die Person zukommen könnten im Jobkontext, und frage dann einfach, wie würdest du diese Situation handeln oder wie gehst du damit um oder wie siehst du dieses oder jenes, was wir schon entwickelt haben, um zu schauen, wie ist die Haltung der Person, mit welchen Kompetenzen geht dieser rein, hat die Lust auf Neues, hat die vielleicht keine Lust auf Neues und sagt, oh, ich brauche Strukturen. Und bin dann auch sehr offen und ehrlich, weil es für mich nichts bringt, in einem Bewerbungsgespräch die Standardfragen runterzurattern, sondern wir müssen ja schauen, passen wir beide zusammen? Und da muss ich ja von Arbeitgebersicht auch ehrlich sein, zu sagen, das ist das, was dich erwarten könnte. Kannst du dir vorstellen, in so einem Setting auch zu arbeiten? Ja, voll wichtig, auch diese Transparenz von beiden Seiten. Das heißt, vor allen Dingen sowas wie Problemlösungsfähigkeit oder Haltungsfragen, Empathie, das wird durch so Szenarienfragen gestellt. Du hast ja gerade gesagt, oder braucht die Person eher Struktur und viel Sicherheit und gleichbleibende Sachen? Was kannst du Menschen sagen, denen diese Werte sehr wichtig sind und die das brauchen? Die können sich zum Teil selbst Struktur und Sicherheit geben. Und die können schauen, wo finde ich einen Job, der vielleicht das mehr bietet als in anderen Bereichen. Auch da wieder offen zu sein, wie entwickelt sich mein Bereich, wie entwickelt sich das Jobprofil, in dem ich gerade arbeite, und passt das für mich? Und auch zu schauen und ehrlich mit sich zu sein, wie viel Unsicherheit, wie viel Ambiguität kann ich aushalten, wie weit kann ich mich stretchen, ohne mich selbst zu verlieren, und dann zu schauen, okay, und wo ist die Grenze? Und dann sagen muss, okay, und da weiß ich, da möchte ich mich vielleicht nochmal umorientieren, damit ich mich am Ende wohler fühle. Das heißt eigentlich auch so 2 Sachen, ne? Einmal den Bereich angucken, wie ist der und passe ich da rein? Und vielleicht auch zu welchem Stück passe ich da rein? Und das, was du gerade noch gesagt hast, finde ich auch super wichtig, auch zu sagen,
wenn mir etwas wichtig ist, was vielleicht in diesem Umfeld gar nicht so gegeben ist, wie kann ich mir das vielleicht selber geben? Wie kann ich mir selber Struktur geben? Wie frei bin ich eigentlich in dem Job, den ich gerade habe? Was wäre da eine gute Frage zu fragen im Bewerbungsgespräch? Von welcher Seite? Von der Bewerberin oder Bewerber, der sagt, ich brauche schon auch ein bisschen Struktur. Wie kann man das gut rausfinden, welches Umfeld, wenn es sehr getrieben ist im Bewerbungsgespräch, sag ich jetzt mal, es passiert ganz viel, wir lernen ganz viel das brauchst du. Und wenn man schon mitgeben möchte, ein bisschen Struktur brauche ich eigentlich schon. Was würdest du da vielleicht einer Hörerin oder einem Hörer mitgeben? Wie kann man da ins Gespräch gehen, um auch eben schon rauszufinden, was ist möglich, was nicht? Wie ist die Passung? Also ich würde tatsächlich ganz direkt nach Strukturen fragen. Welche Strukturen sind denn gegeben? Welche Prozesse? Und das ist ja erstmal eine neutrale Frage. Das heißt ja nicht, ich brauche Sicherheit, sonst kann ich nicht arbeiten, sondern das ist ja einfach ein Verständnis darüber, wie funktioniert eigentlich mein Job, wo habe ich Freiheitsgrade und wo sind vielleicht Leitplanken, die mir eine gewisse Sicherheit geben. Und das einfach grob abzuklopfen und dann zu schauen, was ist eigentlich auch meine Definition von Sicherheit und Struktur Genau. und passt die dazu, ne? Ja. Genau. Also ich wäre vorsichtig zu sagen, ich brauche unbedingt Sicherheit und Struktur, sonst kann ich nicht. Ich würde das neutraler formulieren und dann die eigenen Schlüsse daraus ziehen. Vielen Dank dafür. Du sprichst in deinem Buch auch immer wieder von diesem Skill-Based Hiring. Kannst du das nochmal näher ausführen und wie sich das auswirkt und wie sich das auf uns als Bewerbende auswirkt, aber eben auch auf der anderen Seite? Also Skill-Based Hiring heißt, ich brauche nicht mehr unbedingt das Zertifikat, den Studiengang, um jemanden einzustellen, sondern ich schaue, hat die Person im Rahmen ihrer bisherigen Karriere die Skills sich angeeignet, die es braucht, um den Job gut auszuführen. Und das kann aus einem komplett anderer Industrie sein, das kann ein komplett anderer Bereich sein. Und das birgt unglaubliche Chancen, sowohl intern auf einen größeren Kandidatinnenpool zuzugreifen, als auch natürlich auf dem Bewerbungsmarkt. Also ist eine Chance, ist natürlich auch mit einem gewissen Risiko erstmal oder einem gefühlten Risiko behaftet zu sagen, die Person hat noch nie in HR gearbeitet oder die hat noch nie im Recruiting gearbeitet, kriegt die das hin? Und das heißt, wenn ich jetzt mal die Medaille umdrehe, auf Bewerberinnenseite, ich darf auch noch klarer formulieren, wo ich schon mal meine Kompetenzen gezeigt habe, gerade wenn ich da vielleicht keinen offiziellen Abschluss oder kein Zertifikat habe. Dann ist es umso wichtiger, in den einzelnen Stationen meines Lebenslaufes herauszuarbeiten, hier habe ich schon Erfahrungen gemacht mit kritischen Gesprächen oder Kandidatinnen-Screening oder wie auch immer, damit diejenige, die meinen Lebenslauf liest, Hinweise darauf hat, dass diese Skills tatsächlich vorhanden sind. Das heißt eigentlich auch nochmal, sich ganz bewusst mit der Erwerbsbiografie und dann auch dem CV auseinanderzusetzen. Wie kann ich diese Station übersetzen in das, was wirklich zukunftsfähig ist, in welchen Fähigkeiten und wie habe ich das vielleicht gezeigt? Also auch nochmal den Blick oder die Perspektive zu erweitern und verändern, habe ich jetzt verstanden. Auf jeden Fall. Und mit meinen Klientinnen nenne ich das immer Inventur machen oder in der Schatzkiste graben, weil da einfach unglaublich viel bei vielen ist, die auch gerade schon so 10, 15 Jahre Karriere auf dem Buckel haben, für die das selbstverständlich ist. Die sagen ja, natürlich kann ich Projektmanagement, da reden wir gar nicht drüber. Natürlich kann ich Bilanzen lesen, gehört einfach zum Job dazu. Natürlich kann ich Workshops moderieren. Und das nochmal rauszustellen, zu sagen, was kannst du denn eigentlich und was könnte für diesen Job interessant sein und was könnte vielleicht auch so ein Alleinstellungsmerkmal sein, zu sagen, okay, du bringst das mit und zusätzlich das, was jemand, der aus der Branche kommt, nicht mitbringen kann. Das könnte auch super interessant sein für die Bewerbung. Und man sagt, oh, okay, ja, das ist eine spannende Kandidatin, ein spannender Kandidat, das könnte ein guter Fit sein für uns. Das heißt, indem ich ja umdenke und nochmal selber mich damit anders beschäftige, zeige ich ja dann auch meiner
potenziellen zukünftigen Arbeitgeberin oder Arbeitgeber, ich habe dieses Denken, dass sich Dinge verändern und ich kann da mitschwimmen oder mitsurfen und habe da sogar schon einen Blick für. Wenn du mal aus der Praxis so ein bisschen denkst, also wenn du jetzt von deiner eigenen Erfahrung siehst, du bist Führungskraft und hirest Leute, wie viele Personen machen das schon so aktiv, ohne dass du selber die Übersetzungsleistung machen musst, wenn du auf den CV guckst? Also dass die selber schon die Übersetzungsleistung machen. Also dadurch, dass der Arbeitsmarkt im Moment etwas angespannt ist, kriegen wir sehr viele Bewerbungen. Und ganz ehrlich, ich schaue mir die an, von denen ich das Gefühl habe, dass da schon so eine Art Reflexion ist. Also es muss natürlich passen, aber die Kandidatinnen sind für mich spannender, von denen ich merke, die haben sich mit der Stelle auseinandergesetzt, die schauen, was können sie mitbringen, weil das einfach auch Teil des Jobprofils ist, das ich dann später brauche, dieses sich auseinanderzusetzen, was ist da, wie könnte das helfen. Ja, und an der Stelle auch nochmal, du hast es ja gerade gesagt, ne? Also Brüche und Übergänge in der Erwerbsbiografie sind eigentlich in vielen Bereichen gerade echt gut, weil man da Kompetenzen sehen kann, die sich verändern. Und ich fand auch spannend, dass du gesagt hast, da vielleicht auch mal direkt drauf einzugehen. Also das ist ein Vorteil gegenüber Menschen, die die ganze Zeit im gleichen Bereich waren und den vielleicht auch aktiv anzusprechen, so habe ich es von dir verstanden. Und es ist auch vielleicht gar nicht ein Bruch, sondern es ist vielleicht ein roter Faden, zu sehen, okay, das ist eigentlich mein Thema und dieses Thema nehme ich mit in unterschiedliche Unternehmen, in unterschiedliche Bereiche und das ist eigentlich die Magic, die passieren kann, wenn man sich wirklich intensiv mit seinem CV auseinandersetzt, mit seiner Erwerbsbiografie und auch mit der Stelle, auf die man sich bewirbt, zu sagen, was ist denn mein roter Faden und warum passe ich genau auf diese Stelle? Ja. Und das ist für mich ein riesengroßes Alleinstellungsmerkmal, das hinzukriegen, weil das natürlich eine gewisse Selbstreflexion erfordert, aber dann kannst du ganz anders auftreten. Und wenn du dich da einmal mit auseinandergesetzt hast, hast du auch ganz andere Argumente im Vorstellungsgespräch, denn du weißt, worüber du redest, du weißt, wofür du stehst, du weißt, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist. Und wenn du, ich mache das jetzt mal wieder sehr schwarz-weiß, einfach deinen Standardlebenslauf an 50 Unternehmen schickst, ohne dich intensiv mit der Stelle auseinanderzusetzen, hast du diesen Reflexionsprozess nicht gemacht. Und dann kommt der rote Faden nicht raus. Und das merkt man. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Und ich merke das tatsächlich auch immer wieder im Coaching, bei mir oder auch bei uns, wie schnell man den Blick auf den Lebenslauf auch verändern kann. Also vielleicht auf den ersten Blick denkt man so, oh, das passt ja alles überhaupt nicht zusammen. Aber es ist ja auch die Weise, wie man auf Lebensläufe gucken kann. Ist da vielleicht etwas wie Prozesse habe ich schon immer gestaltet. Ne? Und es geht gar nicht darum, in welchem Kontext man das gemacht hat oder zu welchem Überthema. Oder war es vielleicht immer, jemanden zusammenzubringen oder das große Ganze zu sehen oder vielleicht was Kleines zu erarbeiten. Und ich finde diesen Moment, da so einen Switch hinzubekommen, ist super schön für die eigene Person, auf den eigenen Lebenslauf zu schauen, weil manchmal fühlt man sich ja auch so, Gott, das passt ja alles gar nicht zusammen, was mache ich überhaupt damit? Und man tritt dann natürlich ganz anders auf und kann ganz anders Dinge verargumentieren. Und dann aber, ich höre von dir auch nochmal natürlich darauf zu schauen, welche Stelle, auf welche bewerbe ich mich denn da? Und ist da vielleicht ein anderer roter Faden noch dominanter oder noch wichtiger? Und welche Situationen habe ich vielleicht wo bewältigt, die für diese Stelle ganz konkret wichtig sind? Ja, genau. Falls ihr da Hilfe braucht, Ingwer begleitet da Menschen ganz genau dabei, diese Kompetenzgeschichte auch irgendwie einen roten Faden zu bekommen. Und das ist echt manchmal gut, nicht alleine damit zu sein, weil ein Blick von außen kann man natürlich sich selber geben, aber manchmal ist das ja auch super schön, begleitet zu werden. Ja, wenn wir jetzt mal alles zusammennehmen, ne, wir haben von Future Skills geredet, die vielleicht natürlich KI-getrieben sind, aber auch, sag ich jetzt mal, der Human Touch da drin ist. Wir haben von Lernen gesprochen, Verlernen, neues Lernen, skillbasierten Denken. Was bleibt dann am Ende oder wie kann jetzt eine einzelne Person starten?
und damit losgehen mit all dem, was wir gerade hier besprochen haben? Mit einer Neugier. Mhm. Also wenn du eine Haltung oder einen Begriff mitnimmst, dann ist es das Thema Neugier und Lernen. Mhm. Und einfach mal zu schauen. Und ein anderer Begriff, der vielleicht interessant sein könnte, der auch hilft, ist diese Tridextrie, Mhm. die ich in einem Kapitel beschreibe, wo es darum geht zu sagen, wenn du auf deinen Job guckst, dann schau nicht, dass du das, was du machst, gut machst, also als Alleinfokus. Mhm. Das ist dieses Operative zu sagen, ich muss in meinem Job gut sein, den muss ich gut abliefern. Ja, das ist Standard. Mhm. Zusätzlich doch mal zu schauen, diese strategische Komponente mit zu berücksichtigen. Das ist das, was du gut formuliert hast, mit dem mal zu schauen, wie entwickelt sich denn eigentlich meine Arbeitsumgebung? Mhm. Was könnten nächste Schritte sein? Was ist sinnvoll, sich nochmal vielleicht auch an einem Skill anzueignen und dann auch nochmal diese innovative, experimentellere Komponente zu sagen, ich probiere einfach mal was aus Mhm. und schau, wie funktioniert das und könnte das für mich ein interessanter Bereich sein. Also mit diesen 3 Ebenen auch zu spielen und zu schauen, nicht nur funktionieren im Job, sondern zu schauen, was könnte der nächste Move sein und mit offenen Augen und Ohren zu schauen, was ist denn da sonst noch, was ich einfach mal ausprobieren kann. Mhm. Ja, ich mag diese Haltung sehr. Ich finde, da kann sehr viel draus entstehen. Du hast jetzt auch gerade noch davon gesprochen, nicht nur zu funktionieren. Ich erlebe, dass ganz viele Personen, ehrlich gesagt, im Funktionsmodus sind. Auch wenn wir jetzt gerade schon am Ende waren zum nächsten Schritt, was kann ich machen? Aber was würdest du Menschen mitgeben, die eher in so einem Funktionsmodus sind und eigentlich die ganze Zeit operativ zu tun haben und nur weitermachen und gar nicht in dieser Haltung sind, ich zoome mal ein bisschen raus, was entwickelt sich hier? Was mache ich? Und was könnte sich vielleicht ergeben? Also da würde ich das Thema Energiemanagement ansprechen, Mhm. zu schauen, wie ist denn eigentlich dein Energielevel? Und hast du überhaupt die Energie, dich neben dem Hamsterrad, so hört sich das gerade an, wie du das Mhm. beschrieben hast, noch mit anderen Themen auseinanderzusetzen? Denn wenn wir die Energie nicht haben, dann kann es auch nicht funktionieren. Und da nochmal für sich hinzuschauen, wie geht es mir eigentlich? Überfordere ich mich gerade emotional, mental, körperlich? Mhm. Gibt es irgendwas, was ich für mich in meinem Rahmen, und manchmal sind es ja wie Kleinigkeiten, wie eine halbe Stunde früher ins Bett zu gehen oder Mhm. mal einen Spaziergang um Block zu machen in der Mittagspause, um mein Energielevel so hoch zu fahren, dass ich einfach auch die Kraft und Energie habe, mich mit den anderen Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Erlebst du das oft im Coaching, dass dieses Thema angesprochen wird? Nicht explizit, Mhm. aber wir kommen häufig darauf. Wie du Mhm. sagst, die funktionieren, sind frustriert und merken, oh, ich komme nicht aus dieser Mühle raus. Und dann braucht es manchmal nicht klassisches Karrierecoaching, okay, wir schreiben jetzt die Bewerbung und wir Mhm. gucken, wie wir das optimieren, sondern zu schauen, okay, was brauchst du denn eigentlich jetzt gerade? Und dann machen wir manchmal einen kleinen Umweg. Das kann über Glaubenssätze gehen, das kann Mhm. darüber gehen, dass wir uns wirklich gezielt das Energiemanagement angucken, dass wir uns manchmal die unterschiedlichen Säulen anschauen, um auf einem Level zu kommen, auf dem Handlungsmöglichkeiten überhaupt erst machbar sind. Mhm. Also sozusagen Ressourcen für sich zu entwickeln, um in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Mhm. Und dadurch natürlich auch wieder eine Weite entstehen zu lassen. Ne? Mhm. Mhm. Ja, falls euch das mehr interessiert, könnt ihr euch nochmal die Folge zur Resilienz anhören vielleicht auch und die Haltung und wie man das auch üben kann im Alltag. Aber ja, sehr wichtig das Thema Energiemanagement. Das wird, ich finde, oft so ein bisschen belächelt oder auch nicht so ernst genommen. Ist aber am Ende irgendwie ein großes Schlüsselthema, weil man eben Raum braucht, ne, um all diese Dinge, die wir gerade besprochen haben, überhaupt mitnehmen zu können. Also ich kann ja in der Enge nicht ins Lernen und Weite kommen und ich bin neugierig, wenn ich einfach wie mit Scheuklappen nach vorne lospresche und kein Innehalten habe und kein, warum mache ich das überhaupt und wie könnte es vielleicht auch anders gehen. Ja, danke dir. Zum Schluss. Gibt es noch etwas, das du unseren HörerInnen mitgeben möchtest? Und ja, wo können sie vielleicht auch mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
Also natürlich auf meiner Homepage und auf LinkedIn einfach nach meinem Namen suchen. In jedem Buchhandel. Ich habe auch noch ein zweites Buch geschrieben, Bewerbungsratgeber. Da findet ihr auch noch mal so ein paar spannende Hinweise, wie man Bewerbung anders machen kann. Und den Tipp, den ich allen mitgeben würde, ist, beschäftigt euch, seid neugierig und bleibt dabei auch entspannt. Mhm. Zu schauen, dass es mit Freude kleine Experimente sind, dass es mit Freude ein Ausprobieren ist, dass es mit Freude ist, was könnte denn noch sein? Mit dieser kindlichen Neugier und nicht mit dem, oh mein Gott, ich muss handeln, sonst geht die Welt unter. Das würde ich euch wünschen, denn es gibt viele Kleinigkeiten, die ihr machen könnt, ausprobieren könnt. Da sind ganz viele Tipps auch in dem Buch, um überhaupt sich erstmal an dieses Thema anzunähern. Und das braucht manchmal nicht das große Rad, das braucht jetzt nicht den großen Umbruch, sondern das sind einfach Dinge loszugehen, zu schauen, was passt für mich und sich dann inspirieren zu lassen, was auf dem Weg passiert. Danke, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Auch das Bild mit dieser kindlichen Neugier, einfach loszugehen und mal auszuprobieren und diesen Druck von sich zu nehmen, es muss jetzt alles perfekt sein oder ich muss jetzt überall Bescheid wissen. Ja, danke, Urte, und danke für diese ganzen Einblicke. Wir konnten ja schon durch dein Buch so ein bisschen durchfloaten und haben ein paar Dinge angerissen. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Wenn du tiefer einsteigen möchtest, schau unbedingt in Urtes Buch Jobskills 2030, dein Upgrade für die Arbeitswelt von morgen. Dort findest du viele weitere praktische Anregungen zu Future Skills, Lernen, Resilienz, Human Touch und strategischer Positionierung. Denn wie wir gerade gehört haben, berufliche Zukunftsfähigkeit beginnt eben nicht mit blinden Aktionismus, sondern mit Selbstklärung. Und wer die eigenen Kompetenzen, Ressourcen und Werte kennt, kann gezielter lernen, sich klarer positionieren und berufliche Veränderungen aktiver gestalten. Und genau hier setzen unsere INQUA Karriere-Coachings mit dem Kompetenzprofil High Profiling an. Wir verlinken dir dazu alle Infos in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere Coachgeflüster unbedingt und teile die Folge gerne mit Menschen, für die das Thema ebenfalls spannend sein könnte. Danke fürs Zuhören, schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Du findest uns auch auf LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube und in unserem Blog auf inqua-institut.de/podcast. Coachgeflüster ist eine Produktion des INQUA-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News and Arts. Redaktion Melina Liebler, Produktion und Schnitt Judith Jensen.